laufen als Repräsentantinnen von Aphrodite und dann, genau. We'll get to Artemis, that's pretty much the same thing, but yeah. Wir kommen später noch zu Artemis, die ungefähr das gleiche ist, aber ja. Alright, so you can imagine, there's lots of what we would say sexual immorality going on in the city. Also ihr könnt euch vorstellen, es gibt sehr viel sexuelle Unmoral in der Stadt. The women were used as prostitutes. Die Frauen waren auch häufig Prostituierte. But at the same time, they had a status of a priest or a priestess in the city. Aber zugleich hatten sie in der Stadt auch den Status einer Priesterin in der Stadt. So they had this kind of spiritual authority and Also influence. hatten sie eine geistliche Autorität. Okay, now imagine some of these prostitutes get saved. Jetzt stellt euch mal vor, diese Prostituierten werden gerettet. And you're meeting together in someone's house to have fellowship together. Und ihr trefft euch in einer Gemeinde, bei jemandem zu Hause, um Gemeinschaft zu haben. And there's all the women, the rich women, the poor women. Und das sind all die Frauen, die Reichen, die Armen. And you look over and there's a girl, a lady sitting there with extremely short hair. Und dann schaust du darüber und dann sitzt da eine Frau mit richtig kurzen Haaren. Everybody knows her profession or former profession. Jeder weiß, was die mal gemacht hat. How do you deal with that in the church? Wie gehst du damit jetzt in der Gemeinde um? Okay. So one particular theory, we're talking about head coverings in Corinth. Und ein konkretes Thema ist dann Kopfbedeckung in der Gemeinde. Let me know when you have the reference there. I'll pull it up real quick. Ja. Do you have the reference where it talks about Hat this? jemand das vor sich, wo es steht? 1 Corinthians 11. Yeah, okay, good. Thank you. All right. So this whole section, though, chapter 11, my Bible maybe has it, instructions for public worship. Ja, in unserer Bibel ist da die Überschrift Anweisung für den öffentlichen Gottesdienst. Okay, again, Paul's trying to get the church unified. He's working with class lines. He's working against Jewish and Gentile lines. He's working economic lines. He's working all food issues, alcohol issues. He's dealing with all this stuff. Und der Paulus versucht hier wirklich alles auszuradieren, was so an Problemen da ist in der Gemeinde, die Gemeinde aufspalten, und er will all die zusammenbringen. How does he get the church to meet together without them just fighting all the time? Und wie bringt er die jetzt zusammen, ohne dass sie nicht die ganze Zeit streiten? Alright, so he's trying to establish order within the cultural context. Also will er in dem kulturellen Kontext Ordnung bringen. Okay, so it begins with this whole section about head coverings. Und er fängt an mit der Kopfbedeckung. And it's just really odd for us. Und das ist so seltsam für uns. There's modern churches where women have to cover their heads of some sort. Und es gibt moderne Kirchen, wo Frauen ihre Kopf bedecken sollen in irgendeiner. A lot more of most of our churches now have kind of gotten away from that in our society. Die meisten Gemeinden in unseren Gesellschaften sind davon weggekommen. All right. So Paul here, I believe, is talking about customs. Der Paulus redet hier über Verhaltensweisen. All right. And so it's the custom of the synagogues and of society at religious places that women cover their heads. Und es ist eine Tradition, oder es ist normal, dass in der Synagoge die Frauen ihren Kopf bedecken oder in anderen religiösen Orten. I don't understand it. I don't come from this culture. Aber ich verstehe es nicht, ich komme nicht aus der Kultur. But for them, that's just what they did. Aber für die ist das, was sie getan haben. It's established a sense of order and respect and honor. Es hat irgendwo Respekt und Ehre gezeigt. Okay. Also, the other theory was, we mentioned the shaved heads. Und dann ist natürlich auch noch die andere Theorie, dass wir, wenn du von den rasierten Schädeln, haben wir ja erwähnt. If all the women have covered heads, wenn alle die Frauen ihre Köpfe bedecken, and you walk into a church meeting, und dann kommst du in ein Gemeindetreffen, who's the former prostitute? Wer ist die ehemalige Prostituierte?
If you can't see who has hair, who doesn't have hair, Wenn du nicht weißt, wer Haare hat und wer nicht, then that question isn't lingering around. dann schwebt die Frage nicht im Raum. Less judgment, Weniger Verurteilung, less men's minds wandering, die Männer, Gedanken wandern nicht irgendwo hin right? And less judgment. und weniger Verurteilen. Paul goes through this. Und der Paulus geht da an das Thema. He kind of concludes this. He kind of says, yeah, sort of, it can be argued either way. Und ja, man könnte das jetzt hin und her diskutieren. Verse 16. Vers 16. But if anyone wants to argue about this, I simply say that we have no other custom than this, and neither do God's other churches. Wenn allerdings jemand in diesem Punkt unbedingt Recht haben will, so kann ich nur sagen, dass wir keinen anderen Brauch haben als diesen und die anderen Gemeinden Gottes dieselbe Ansicht vertreten. Which is kind of a funny statement for me. Das ist ein bisschen seltsame Aussage für mich. Paul doesn't give, he's basically concluding his argument and finishing it saying, that's just the way it is. Und Paulus beendet seinen Punkt damit letzten Endes, dass er sagt, und so ist es halt. So it's kind of definitive for their culture. Also für deren Kultur einfach abschließend. But at the same time for us, he's just saying it's the custom. Und für uns sagt er aber gleichzeitig auch, ja, das ist halt so der Brauch. Ne? And customs change with time and culture. Und Bräuche ändern sich mit Zeit und Kultur. So it's, in a sense, it becomes undefinitive for history. Also in dem Sinne ist es dann weniger feststehend für die Zeit und für die Kultur. Ja. Okay, so does that make sense? Alright. Questions? Fragen? Discuss it any? Do we want to discuss it further? Wollen wir da ein bisschen mehr drüber reden? Yep. One question. When Sure. you read verse 10, it says, for these reasons, because the angels are watching, a woman should wear a covering on her head to show that she's under authority. By the custom, then, would that be under God's authority, going from the custom of it being the expectation of the churches? Am I Yeah. reading that correct? Okay. I think he's saying basically, the men are under that authority, the And women. the women are under men's authority, but Yeah. okay. And again, it kind of says, again, this is more cultural custom, but it's kind of shameful for a man to have long hair at that time. Right. So it's just, all I can, I know it's a tough one for modern society, but all I can say is that's how the culture was at that time. Right. I just wanted to make sure I'm understanding what it's saying. Okay? And it seems like Paul, I think people, outside world accuses Paul of being pessimistic or just chauvinist or whatever, and, it's used against Christians. But when we get to Timothy and Ephesus, Ephesians, Paul's actually pretty progressive in some of these women's issues, and especially in the area of education. I don't know if I would have time then. I'll address it now in case I don't get to it later. In Timothy, Im Timotheus. he instructs Timothy that the women should remain silent in church. Da gibt er die Anweisung, dass die Frauen in der Gemeinde leise sein sollen. That always gets everybody's blood boiling. Und da regt sich jeder auf drüber. Okay, and Timothy's in Ephesus, that's who he's writing to. Timotheus ist in Ephesus, schreibt dahin. The irony is, for that time, it's a very progressive statement. Und er sagt, für die Zeit ist das eine sehr fortschrittliche Aussage. Except for very few cases, rare cases, women were not allowed to receive the more education. Abgesehen von seltenen Fällen waren die Frauen hatten keine Erlaubnis, Bildung zu empfangen. Okay, except for the few extremely wealthy women who may have a little business or place of influence. Abgesehen von den extrem Reichen, die irgendwo vielleicht noch ein Geschäft hatten oder sonst wie irgendwie einen Einfluss hatten. Especially in the area of philosophy and thinking. Besonders im Bereich Philosophie und Denken. Okay? Now in Timothy you have a bunch of false teachings coming in the church. Und im Timotheus hat man einen Haufen Irrlehren, die in der Gemeinde aufkommen. And he's trying to fight off these false teachings. Und er versucht, diese falschen Lehren zu bekämpfen. Okay? And you have women that are wealthy, you have women that are widows.
Und du hast reiche Frauen und Witwen. And they, looking at time in Timothy, they seem to not have a lot of kids to take care of. Und es scheint, zu der Zeit haben sie nicht viele Kinder, um die sie sich kümmern sollen. And if their husband's wealthy, Und wenn der Mann reich ist, or if they're a widow and the church is supporting them, oder die von der Kirche als Witwe unterstützt werden, they had lots of time to hang out in each other's houses, in the marketplace, and gossip. dann hatten die viel Zeit, miteinander abzuhängen und einfach zu quatschen und Gerüchte zu verstreuen. Okay. Now, if you have false teachings going around and a bunch of uneducated people, Wenn du jetzt aber Irrlehren hast und einen Haufen gelehrter, ungebildeter Menschen, bad ideas can spread super easily in this context, right? da verbreiten sich schlechte Ideen in dem Kontext sehr, sehr schnell. All right. So, Also, Paul's instruction to the Ephesians through Timothy die Anweisung von Paulus an Timotheus is let the women sit quietly and learn. ist, lass die Frauen mit reinsetzen und dass sie lernen, während sie ruhig sind. Why is this a radical statement? Warum ist das eine radikale Aussage? All right, when a young man would start taking philosophy courses or take on a new philosophy teacher, Wenn sonst jemanden neuen philosophischen Lehrer genommen hat, typically the philosopher would already have other advanced students. da hat der Philosoph normal schon Schüler, die schon ein bisschen Ahnung haben. So the philosopher would tell the newer students for the first few months, just sit quietly, listen and learn. Der sagt ja dem neuen Schüler, jetzt setz dich erstmal ein paar Monate hin, halt die Schnauze und hör zu und lerne. Don't sit there in class and keep raising your hand and asking questions about the basics. Heb nicht alle paar Minuten deine Hand und frag nach den Grundlagen, Because you're going to slow all the advanced students down. weil du die anderen dadurch nur einen Klotz am Bein bist und sie verlahmst. If every week I have to go over the basic instructions of adaptive study, I have to go over the basics of where the Bible comes from, you get new students next week, you have to do it again, guess what? You don't get anywhere. Wenn ich jetzt jede Woche nur darüber rede, wie die induktive Bibelmethode geht und so weiter, da kommt man ja nicht weit, wenn ich das dauernd wiederholen muss. So basically, when you are a new recruit of a philosophy teacher, you're told for the first few months, sit quietly and then just absorb the material, you'll figure out the basics. Es wird letzten Endes gesagt, wenn du ein neuer Schüler bist, dann setz dich hin, sei leise und hör einfach zu, du kriegst das Ganze dann schon mit. And then you could have private tutoring with the philosopher, with other people, and you could ask them questions not during class. Und dann könntest du noch zusätzliche Unterrichtseinheiten mit dem Philosophen haben und der kann dir, da kannst du dann Fragen stellen, aber nicht während der allgemeinen Unterrichtseinheit. So Paul says, let the women sit quietly in church and then go home and ask their husbands. Und er sagt, lass die Frauen doch mit dabei sitzen und dass sie ruhig zuhören und dann zu Hause ihre Ehemänner fragen. So that sounds really bad today, Das klingt heute ganz schlimm, but what Paul is saying, aber was der Paulus sagt ist, in a city where women were, in a culture that women were allowed to be educated, weren't. were not. Ja, in einer Kultur, wo Frauen keine Bildung bekommen durften. Paul is saying, let the women learn. Da sagt der Paulus, lasst die Frauen lernen. Let them learn the philosophy of Christ. Lasst sie die Philosophie von Christus lernen. It's actually extremely radical. Es ist eigentlich sehr radikal. Women weren't supposed to be educated. Und Frauen sollten nicht gebildet sein. Okay. And Paul has partners in ministry that are women. Und der Paulus hat Partner im Dienst, die Frauen sind. Priscilla, Phoebe, another girl named Eunice, Priscilla, Phoebe und andere. and others. So he's not saying women can never minister, women can never teach. He's saying let the uneducated widows, women, rich women, etc.,
that have time, let them learn so they won't be led astray by false teaching. Also er sagt nicht, alle Frauen müssen jetzt die Klappe halten, grundlegend, sondern er sagt, hey, die Frauen, lasst die Frauen dazu sitzen und dann sollen sie ruhig zuhören und tatsächlich Bildung empfangen. Does that make sense? Does that help a bit? Das hilft das ein Stück weit. Any questions? Fragen? One. In verse 10 it says, for women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things and, oh no, that's not the one. There it is, 15, but women should be saved through childbearing, assuming they continue to live in faith, love, honesty, and modesty. Is that Timothy or? That's 1 Timothy Ja, das ist 2:15. Yeah. Just cultural background? Yes, okay, yeah, we're doing women's issues, so let's do women's issues, we're here. Wenn wir jetzt schon That's über fine. Frauenthemen reden, ja genau, die Themen um die Frauen reden, dann machen wir da weiter. Genau, 1. Timotheus, which chapter? 1 Timothy 2:15. 2 Vers 15. Doch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt, anständig und verlässlich vor Gott. For sure this is a weird one. Das ist so ein krasser für uns, ein seltsamer. Alright, I know this in my head, let me just give the context. Lass mich mal kurz noch meine Gedanken sammeln. Alright, Gut. the context of Timothy with the women, Kontext im Timotheus mit den Frauen. as I mentioned, there's lots of wealthy women Es gibt viele reiche Frauen, doing nothing all day, die nichts machen. and there's lots of widows around Ephesus at that time. Und es gibt viele Witwen, die in Ephesus sind. And the church, it comes from the Jewish tradition, but the church, we saw even back in Jerusalem, had a great tradition of supporting widows. Und wir sehen, dass es kommt ja aus dem Jüdischen, die Verhaltensweisen, und wir sehen im Jüdischen ist ganz klar, dass die Witwen unterstützt werden müssen. Again, that's a high value in the Jewish society, is taking care of the widow. Das ist ein hoher Wert der jüdischen Gesellschaft, dass sie sich um die Witwen kümmern. What appears to be going on in Ephesus, Timothy's time, is there's a lot of widows. Und was zu der Zeit von Timotheus das Problem zu sein scheint, ist, dass es viele Witwen gibt. But life in the ancient world is hard. Aber das Leben in der Antike ist schwer. Labor intensive, Harte Arbeit, especially for men. besonders für Männer. Healthcare is not what we have today. Es gibt keine Krankenversicherung, There's lots of battles and wars. viele Kriege und so. So yeah, there's a lot more that can kill you. Viel mehr, was dich umbringen kann. Okay? So it appears that we have actually quite a few young widows within the church. Es scheint so, als ob es viele junge Witwen in der Gemeinde gibt. They're still, your age, they're young, they're vibrant, they still have a full life ahead of them, they can bear children, they can be very productive in the way women can be in that society. Also Frauen, die noch in der Lage sind, Kinder zu kriegen und teilweise nicht älter als ihr. Wo man sagt, ja, die könnten jetzt für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft noch praktischen Wert haben, also sich noch einbringen in die Gesellschaft. Genau. So it appears you have a bunch of young widows that are living off the church's support, but just hanging out in the marketplace and each other's houses gossiping all day. Und es scheint, als ob das junge Witwen sind, die einfach nur dann an den Marktplätzen rumhängen und weil sie von der Gemeinde versorgt werden, nichts machen müssen und dann die ganze Zeit tratschen. On the other side, you have some generally more older women, grandma age, kind of raised their kids or maybe doesn't have much family left, who generally need that support from the church to survive. Und dann hast du auf der anderen Seite alte Frauen, die ihre Kinder großgezogen haben, aber sind auch eben Witwen und die brauchen diese Unterstützung der Gemeinde, um zu überleben. So in a way, you have these younger women that may still have some family around, they still have plenty of life in them, but they're straining on the resources of the church to provide for widows.
Und dann und eben diese jungen Frauen haben noch Familie und so weiter und eigentlich ist es absolut nicht nötig, dass sie die Unterstützung der Gemeinde beziehen. Okay. So Paul actually writes to Timothy is like, you know, these younger widows, Und der Paulus schreibt jetzt an Timotheus, weißt du, diese jungen Witwen, probably what's best is let's see if we can get them remarried. das Beste ist wahrscheinlich, wenn wir irgendwie dafür sorgen können, dass die wieder heiraten. Let's get them a household Versuchen wir, dass wir einen Haushalt für sie finden, where they're provided for. wo sie versorgt werden. Let's get them bearing children because that's just kind of what women were for in that society. Sorgen wir dafür, dass sie Kinder bringt, weil dafür waren die Frauen halt da in der Gesellschaft. Let them learn to take care of a household, manage a household. Lass sie lernen, wie man sich um einen Haushalt kümmert. Very important role to raise the next generation. Eine sehr wichtige Rolle, sich um die nächste Generation zu kümmern. Maybe if you have some middle-aged women Wenn du Frauen im mittleren Alter hast, that still have family around, die immer noch Familie haben, let them be with their family, helping out the grandkids or whatever it be. Let the family support them. lass sie bei der Familie sein. Schau doch, dass die Familie sie unterstützt. Get them busy. Beschäftige die mal. Get them productive in society. Mach die mal produktiv. So one, we're not draining all the church's resources for the legitimate older women who have no way to survive. Also er gibt letzten Endes wieder das zurück den Frauen, die keine Möglichkeit haben, sonst zu überleben. And two, they're not sitting around gossiping and spreading bad, false teaching ideas all day long. Und außerdem, auf die Art werden sie dann nicht den ganzen Tag tratschen und lästern und schlechte Ideen verbreiten. Okay, let women be modest. Lass die Frauen einfach mal gehalten. Again. Verhalten. Ne, bescheiden ist falsch. Not promiscuous, not, you know, walking around in bikinis. Ja, dass sie sich nicht zu aufreizend verhalten. Okay, again, Ephesus is another highly sexualized city. They have another sex god named Artemis. Ephesus ist ja wieder so eine sexuelle Stadt, die die Göttin Artemis haben. If you go to Ephesus and you go near the big grand facade of a library, right near it is a drawing of a footprint in the stone, like engraved in the stone. Wenn du, when you get where? When you go to Ephesus, Okay, wenn du nach Ephesus gehst, da findest du neben einem Tempel einen Fußabdruck, der eingraviert wurde there's a footprint by one of the big facades, an einer der großen Fassaden. and that's pointing you towards where the prostitutes are. Und der weist dich darauf hin, wo du zu den Prostituierten kommst. Okay, so similar issues in Corinth. Also ähnliches Problem in Korinth. So he says, Wie in Korinth. let the women adorn themselves, don't wear so much jewelry and all this stuff, but let them be attractive by the good works that they do. Und er sagt, ja, könnt ihr nicht schauen bitte, dass die Frauen nicht einfach nur sich mit Schmuck überbehängen und so angeben, wie reich sie sind, sondern dass sie einfach durch ihr Verhalten zeigen, wie wertvoll sie sind und wie attraktiv. Also, if they're wealthy, I don't want the wealthy women flashing all their jewels amongst the poorer women. Und ich möchte auch nicht, dass die reichen Frauen ihre ganzen Juwelen dann vor den armen Frauen rumklingeln lassen. Alright, then we get, so just give you like context, now we get to your funny verse. Ja, also das war soweit der Kontext und jetzt dieser seltsame Vers. Okay, again, healthcare is not what it was, not what it is today. Also das Gesundheitssystem ist damals nicht, was es heute war. There's no birth control, Es gibt keine Verhütungsmethoden, so pregnancy is going to happen a bit easier. also kommen Schwangerschaften wesentlich leichter zustande. Okay, and the woman's role was to produce children. Die Rolle der Frau war, Kinder zu produzieren. Okay, but childbearing is very dangerous. Aber es ist auch was Gefährliches. Even today, it still can be dangerous. Selbst heute kann das noch gefährlich sein. Okay, and imagine now giving birth in the ancient world without what we know as healthcare. Und jetzt stellt euch mal vor, in der Antike ein Kind zu gebären ohne die moderne Medizin. So often women would pray to their particular god, whatever it may be, Yahweh or whatever pagan god.
so that they would be saved, that their life would be spared in childbirth. Und die Frauen haben wahrscheinlich gebetet, dass zu ihren Göttern jeweils dass ihr Leben verschont wird, während sie ein Kind zur Welt bringen. Okay, so Paul kind of turns this into a really strange theological point. Und der Paulus dreht das dann in einen ganz seltsamen theologischen Punkt. Okay, the pain and danger of birth, they would refer to it as the curse of Eve. Und die Gefahr und der Schmerz der Geburt wird als der Fluch von Evas Fluch bezeichnet. If you remember in the fall, one of the curses of women is you have pain in childbirth, and very obviously birth can kill you. Ja, also ihr erinnert euch in der Schöpfung der Fluch des Schmerz während der Geburt und so und zu gebären und ja, offensichtlich kommt da auch die Gefahr her. So there's some ancient concept that doesn't really make sense to our mind here, but I think we're trying to explain what I think Paul's trying to say. Also es gibt hier ein paar antike Konzepte, die uns nicht wirklich sinnvoll erscheinen, erstmal. Und ich versuche hier einfach mal ein bisschen dahin zu kommen, was Paulus vielleicht meint. I think there's a little translation issue here. Hier gibt es ein kleines Übersetzungsproblem. Alright, so he's not saying women will be saved by bearing children. Er sagt nicht, Frauen werden errettet dadurch, dass sie Kinder gebären. He's saying that women will be spared from the curse in childbearing, because again, childbearing is their curse. Er sagt, Frauen werden verschont von dem Fluch in dem im Gebären. So women will be saved, and their childbearing, they will escape the curse of the childbearing, and they will be saved, assuming that they continue to live in faith, love, holiness, and modesty. I'm not really getting what you're saying, so I can't translate it. I'm not getting what Paul's saying either, so I'm trying to explain. So basically, the first issue is childbearing, okay? Also das erste Thema ist Kindergebären. And that's a representation of the curse. Und das ist eine Repräsentation des Fluches. Okay, so Paul's talking about them being saved. Und Paulus redet darüber, dass sie gerettet werden. So Paul's saying they will be spared from the bigger sense of the curse. Also sagt Paulus, sie werden von dem größeren Fluch verschont. Death and sin and all that stuff. Tod und Sünde und so weiter. Alright, and they'll be spiritually saved, assuming und sie werden geistlich gerettet, they continue to live in faith. Wenn sie weiter im Glauben leben. Love, holiness, and modesty. Liebe, Heiligkeit und Keuschheit. I know this is a very awkward point, but does that start to make a bit of sense? Und das ist etwas seltsam, aber gibt es ein bisschen Sinn? Yeah, I know it's really weird, but that's kind of I think where he's going with this. Ich weiß, es ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, da in die Richtung geht er irgendwie. I think also, like, when you read the verses before, it just gets more confusing. So it's like, well, then Adam, but then Eve was the one that sinned, so that she got the curse. But maybe if you try to think of it with that, the focal point, like their understanding of sin is childbirth. Well, That's a little bit, the punishment of sin yeah. is their childbirth. Okay. Sure. I mean, I can't fully, No, it's okay. but it's kind of, I think that's what he's trying to say. Right. You know, I just read it, I was like, what? I'd have to go pull up my Timothy notes to see if I can explain that better somewhere else. No But worries. it's a hard one to kind of wrestle with. It at least doesn't exactly say women are at fault for everything and only are saved in salvation through giving it. Yeah. I don't think he's trying to say the way for women to get saved is to have kids. Ich glaube nicht, dass Paulus sagt, Frauen werden in den Himmel kommen, indem sie Kinder zur Welt bringen. All right. Any more questions on women's issues? Noch mehr Fragen Frauendinge? We had something 2 days ago, but I don't know where it was written. Too many books. Yeah, I know, there's a lot this week. It's always challenging with Paul Week. I'm like, how do I get all these books in here? So that's why I start to just go, we'll hit some of the themes. I'll give you a little intro to each book, and then we'll just hit the major themes, and that's about all you can do with this week, because it's just so much. Is that
help with? I was told that women's issues is a big